ich sage immer, hier werde ich gesund in diesem Hause. Und es ist ein Segen. Ich komme ja aus Siebenbürgen, aus Rumänien. Bin 68 ausgewandert mit meiner Frau damals und war ganz kurz in der Deutschen Oper. Aber bin noch im Probejahr der Deutschen Oper, war hier eine Cellostelle frei. Und dann bin ich kann mich noch erinnern, mit der U-Bahn hier angekommen und sehe zum ersten Mal die Philharmonie als Gebäude und denke, sag mal, ist das eigentlich eine Bierfabrik? Es war total im Niemandsland und ringsherum hoppelten die Hasen über den Potsdamer Platz. Und da bin ich halt hergekommen, habe mein Probespiel abgeliefert und habe eine Stelle bekommen. Ich sage immer, habe dann den Kollegen gesagt, also dass ich das geschafft habe, dass ihr mich genommen habt, war mein größtes Glück und euer größtes Pech. und ich habe hier wirklich diese Jahrzehnte bis zu meiner Pensionierung in einer Welt gelebt, für die ich gelebt habe. Das war hier eigentlich mein Zuhause. Karajan war aus dem 19. Jahrhundert, von seinem Habitus, und er war eine Überautorität und man musste, um zu ihm zu kommen, musste man sich anmelden. Er hatte einen Instinkt für auch die Musiker selber und er war wirklich, also ich habe ihn so erlebt, er hat auch für unser privates Wohlergehen, nicht nur finanziell, sondern auch menschlich. Wenn ich Ihnen erzähle, was er für meine Mutter, die er nicht kannte, gemacht hat, nur weil ich der Sohn dieser Frau war und in seinem Orchester war, hat er Pontius und Pilatus in Bewegung gesetzt. Sie musste eine Herzoperation bekommen, bekam keinen Termin. Da hat er sich in München chauffieren lassen zum Herzzentrum, hat sich den Chef gekrallt und hat ihm ein Dings von Schallplatten gegeben und hat gesagt, diese Frau soll operiert werden. 2 Tage später hat die Mutter eine Operation gekriegt. Also er hat sich immer für unser Wohlergehen eingesetzt, nicht nur finanziell, sondern auch wenn er hier war und ein Kollege gestorben ist, war er immer bei der Beerdigung. Und ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, das ist ganz einmalig. Ich bin damals Marathon gelaufen und es war mein erster Marathon, den ich lief. Und da hast du immer so beim Kilometer 32 so einen toten Punkt. Du glaubst, die Welt geht unter, du kannst die Beine nicht mehr bewegen, gar nichts. Und während ich so mehr trottete wie lief, dachte ich, Mensch, lauf doch so, wie der Karajan so dirigiert. Lass dirigieren, lass laufen. Und da dachte ich, also wenn ich den Lauf durchstehe, dann will ich ihm das erzählen und will ihm einfach sagen, dass seine Art, wie ich ihn empfinde, wie er uns leitet, mir banalerweise geholfen hat, diesen Marathon durchzustehen. Und ich gehe zum Sekretär und sage, ich hätte gerne ein Gespräch. Und da passierte lange Zeit nichts. Einmal in Wien im Musikverein bei der Anspielprobe kommt der zu mir und sagt, in der Pause kann ich zu ihm gehen. Jetzt passiert Folgendes. Ich gehe in dieses Allerheiligste vom Allerheiligen, da im Wiener Musikverein, rein. Und Karajan war immer begleitet von einer Entourage. Es waren immer 5, 6, 7 Leute, Manager, irgendwelche Typen. Und ich bittet mich, ich soll mich auf den roten Samtsessel da setzen. Und ich fange an, auf das los, macht er so. Eine Geste, die Türe flog auf und alle waren weg. Ich war also alleine da. Ich fing an, ihm zu erzählen
und wollte ihm sagen, wie seine Art, wie er uns leitet und uns dirigiert, so ohne dieses Verbissene, ohne dieses, für den Außenwirksehenden ist es vielleicht lässig, aber das war immer locker, angenehm. Und ich erzähle ihm weiter, dann fing er über seine Probleme mir zu erzählen. Und er hat wirklich dann auch über seine Ängste gesprochen und alles. Die Pause wurde lang und länger. Er dachte gar nicht mehr weiterzumachen und war wahrscheinlich auch erstaunt, dass so ein Musiker aus dem Orchester zu ihm kommt und sagt, Junge, ich finde das klasse, wie du mit uns machst. Es war für mich dieses Beispiel, wie man ohne Verkrampftheit, ohne Kraft, indem man die Musiker fast bittet, es so zu machen. Oder natürlich war er eisenhart, er ist von seiner Idee nicht abgekommen, aber er wusste, die Musiker machen den Krach, nicht er. Und er muss die Musiker so hinbringen, dass sie am Abend ihre Höchstleistung abrufen, jeden Abend. Und das kannst du nur schaffen, wenn du ihnen eigentlich den roten Teppich auslegst. Und da war er halt Weltmeister. Als er dann tot war, baten mich, ich lebe jetzt hauptsächlich in Österreich, in Salzburg, baten sie mich aus Bad Reichenhall, das ist ja auf der deutschen Grenze. Das war das Orchester, welches er als Student vom Mozarteum als erstes dirigiert hat. Da baten die mich, ich soll vor einem Konzert so ein bisschen meine Erfahrungen über ihn erzählen. Und im Saal waren seine beiden Töchter auch. Und ich erzähle das und nachher kamen sie beide mit Tränen in den Augen und sagten, weißt du, du hast ihn wirklich bezeichnet, wie er wirklich ist. Er war ja eigentlich ein scheuer Mensch. Immer mit diesen Sonnenbrillen, klein, schmächtig und auf der Bühne plötzlich ein Riese. Der Philharmonische Salon ist ja eine Kombination eigentlich von Wort und Musik. Die Wörter oder die Texte sind in meiner Vorstellung nicht das Wichtigste. Die Musik ist das. Und die Narration der Texte muss zu der Musik passen. Meine Bücher waren immer meine besten Freunde. So ist die Literatur mir etwas sehr Vertrautes und das Lesen eine enorme Notwendigkeit. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht lese. Dann habe ich gedacht, da ich jetzt, meine erste Frau ist leider gestorben, mit meiner Frau jetzt verheiratet bin, die eine traumhafte Pianistin ist, habe ich gesagt, na weißt du was, versuchen wir beide etwas auf die Beine zu stellen. Also jetzt vor 25 Jahren bin ich zu unserem damaligen Intendanten gegangen und habe gesagt, du, ich würde das so und so und so gerne machen. Und der war so schlau, hat gesagt, weißt du was, ich gebe dir 3 Termine in der nächsten Saison und mach das. Dann habe ich meiner Frau gesagt, ich möchte aber, dass wir das zusammen machen. Ich bin ja der das Ganze macht und du, sie ist wirklich eine wunderbare Pianistin. Sie ist immer an meiner Seite und wir machen das gemeinsam. Es ist bis heute so geblieben. Ich setze mich hin, ich suche mir auch die Themen aus, bespreche das natürlich mit ihr, was denn da so wäre. Und dann fange ich an zu lesen und lese stapelweise Bücher. Während des Lesens kommt dann automatisch eine Art Dramaturgie in den Kopf, aber ohne dass ich es will. Und dann kommt die schlimmste Zeit, das Kürzen. Immer einmal durchlesen, kürzen, zweimal wieder kürzen. Ich glaube ja, dass wir besser hören, wenn wir mehr wissen. Das Wissen ist wichtig und das Wissen, das kann ich nur vermitteln übers Wort.
aber das Wort soll eigentlich den Weg zum Verständnis der Musik. Die Musik ist das Wichtigste. Ich sage immer, ich bin so eine Art Flitzpiepe. Ich komme immer so 2 Stunden vorher, dann setze ich mit den Orchesterwarten, wir trinken Kaffee oder essen ein Würstchen und dann helfe ich, soweit es notwendig ist, beim Aufbau. Aber wissen Sie, an diesem Hause gibt es so tolle Leute. So tolle, diese ganzen Bühnenarbeiter, die sind wirklich alles Schätze durch die Bank. Und mit denen sitzt man da zusammen, unterhält sich und weiß, es klappt 1000-prozentig. Und ich hoffe immer, dass ich die bei Laune halte. Und habe wirklich immenses Glück, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die hier mitspielen, das aus Freude machen. Und ja, Probleme hat es eigentlich nie gegeben. Und meine schlaflosen Nächte manchmal. Aber das macht nichts, das gehört dazu.